Moinsen! Heute möchte ich euch meinen Weinsberg Cara Compact 600 MEG etwas näher bringen. In Fachkreisen wird dieses Modell auch Pepper genannt. Das ist die Sonderedition, die es seit 2017 gibt, mit dem Modellbau von 2018. Ich persönlich habe das Modell 2019 und habe an dem Fahrzeug natürlich einige Änderungen vorgenommen und genau die möchte ich euch heute einmal zeigen. Man denkt immer, in Reisemobilen ist kein Platz. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt zeige ich euch meine Garage. Und da flippt ihr völlig aus. Okay, Spaß beiseite. Dieses Fahrzeug ist wirklich sehr beliebt. Wenn ich 100 Kilometer auf der Autobahn unterwegs bin, dann sehe ich mindestens 4 Pepper, vielleicht auch 5 oder 6. Das ist wirklich Wahnsinn. Von daher glaube ich, kennen den Pepper sehr viele von innen und deswegen möchte ich jetzt nicht eine komplette Roomtour machen, sondern ich will euch einfach nur zeigen, was ich verändert habe in meinem Pepper und worauf ich Wert lege. Ja, ich habe die einzelnen Punkte jetzt nicht nach der Wichtigkeit sortiert. Ich habe einfach nur aufgeschrieben und losgelegt. Also fangen wir außen an, die Trittstufe. Die Trittstufe ist tatsächlich bei meinem Modell ist keine Trittstufe dabei gewesen, die habe ich mir dazu konfiguriert oder dazu bauen lassen von meinem Händler. Die Trittstufe, ja, ist das wichtig, ist es nicht wichtig? Also für mich als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ jungen Menschen ist das wahrscheinlich nicht nötig gewesen, aber es ist einfach entspannt und komfortabler. Was gibt es bei der Trittstufe noch zu bedenken? Ganz wichtig, wenn man die Zündung anmacht, also das Fahrzeug startet, dann fährt die Trittstufe automatisch rein. Das ist nicht bei jeder so, das ist ein Bauteil irgendwie für 15 Euro, 20 Euro würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also wichtig. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Es gibt natürlich auch viele, die wollen sich diese Trittstufe unter das Fahrzeug nicht anbauen. Die haben dann so einen kleinen Plastikhocker, so einen kleinen Tritt, den sie da vorstellen, um dann die Zwischenstufe zu machen. Kann man auch machen, kostet wahrscheinlich dann, so ein Tritt kostet nur 20 Euro. So eine Trittstufe, die man einbaut, ich glaube, die fangen so bei 140 Euro an, gehen dann aber auch bis 280 Euro plus Anbau. Das ist natürlich Geld. Auf der anderen Seite muss ich natürlich diesen kleinen Tritt, wenn ich den da vorstelle, den muss ich auch immer wieder reinholen und muss drinnen dafür einen Platz finden. Kann man machen, muss man nicht. Trittstufe, wie auch immer. Ihr findet den besten Weg. Ja, dann habe ich mir am Radio einen kleinen Knopf einbauen lassen. Kennt ihr alle das Problem, wenn die Zündung an ist, funktioniert das Radio natürlich, klar. Wenn die Zündung aber nicht an ist, funktioniert das Radio auch nicht, weil das Radio mit der Starterbatterie verbunden ist und nicht mit der Aufbaubatterie. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt die Zündung anmacht und man hört Radio, man will Musik hören, dann muss man aufpassen, dass die Starterbatterie nicht völlig leer gesaugt wird. Ja, dafür habe ich diesen Knopf, dass der auf Stufe 1 funktioniert das über die Starterbatterie und über die Zündung. Stufe 0 ist das Radio komplett aus und Stufe 2 ist der Strom weiterhin aus der Starterbatterie zur Verfügung gestellt, ohne die Zündung zu starten. Das heißt, ich kann das Auto ganz normal ausmachen, kann trotzdem Musik hören. Ja, braucht man das nicht? Am Anfang habe ich gesagt, ich brauche es unbedingt und wollte es unbedingt haben, mir es einbauen lassen. Jetzt im Nachhinein sage ich, totaler Quatsch, weil man heutzutage sowieso mit irgendwelchen Bluetooth-Boxen sich Musik macht und die besser sind als der Radiosound. Von daher kann man sich das eigentlich auch schenken. Also habe ich gemacht, ist aber Blödsinn. Ja, als nächsten Punkt, da war ich lange am Hadern, ob ich das überhaupt mache. Ich habe mir einen Wechselrichter einbauen lassen. Der Wechselrichter transformiert den Batteriestrom, also die Batterieladung auf 230 Volt hoch, damit man halt auch die klassischen Geräte, die man zu Hause so benutzt oder hat, dass man die auch im Wohnmobil nutzen kann. Ja, und das geht alles auch mit Batteriestrom, also mit 12 Volt. Das klappt, aber es dauert natürlich entsprechend viel länger. Und deswegen habe ich mir einen Wechselrichter einbauen lassen. Der Wechselrichter hat 600 Euro gekostet, ist ein Sinus-Wechselrichter. Ja, der hat eine Dauerleistung von, ich glaube, knapp 1000 Watt und eine kurzfristige Leistung auch mal von 1600 Watt. Ja, ist ein Spielzeug, würde ich sagen, macht das Leben ein bisschen leichter. Ein Vorteil vielleicht noch dazu,
dass nicht nur die Steckdose an dem Wechselrichter funktioniert, sondern er ist natürlich mit der kompletten Bordelektronik verbunden. Das heißt, jede 230 Volt Steckdose, die in dem Fahrzeug zur Verfügung steht, die kann auch auf diesen Wechselrichter, oder die bekommt den Strom von diesem Wechselrichter. Ja, macht das Ganze komfortabel, hat aber auch viel Geld gekostet im Endeffekt und ist auch so ein Ding, braucht man das nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist Komfort. Ja, jetzt habe ich gerade über den Wechselrichter gesprochen, aber dann muss ja auch der Strom irgendwo herkommen und dafür haben wir eine Solaranlage. Die Solaranlage haben wir auf dem Dach, wir haben 200 Watt, also 200 Watt Paneele liegen auf dem Dach. Dann haben wir einen Laderegler, der ist im Küchenschrank verbaut worden und ja, natürlich ein Panel. An dem Panel kann man dann ablesen, mit wie viel Strom gerade produziert wird, wie viel Sonne ist gerade da, wie viel wurde den Tag über produziert, ob das nun Kilowattstunden sind, Amperestunden. Ich will euch damit nicht langweilen, vielleicht mache ich dazu noch mal ein detaillierteres Video. Aber wichtig ist, dass Strom produziert wird und Strom da ist, weil wir so gut wie nie Landstrom haben und deswegen war es mir so wichtig, ja, eine Solaranlage auf dem Dach zu haben. Ursprünglich war nur eine 75 Ampere-Stunden Batterie als zweite Aufbaubatterie da, die habe ich rausgeschmissen, habe dann eine 95 Ampere-Stunden Batterie genommen, auch eine AGM-Batterie und zusätzlich noch eine zweite. Also ich habe jetzt zweimal 95 Ampere-Stunden in dem Wohnmobil verbaut, damit kommt man ziemlich gut durch die Tage. Ja, das letzte wirklich wichtige Teil, was ich verbaut habe oder verbaut habe lassen, ist die Duo Control. Duo Control CS nennt sich das Ganze. Im Weinsberg sind zwei Gasbotteln. So, die sind beide mit dieser Duo Control verbunden, also mit dem Fahrzeug verbunden. Und wenn die eine Buddel leer ist, dann springt automatisch das System auf die zweite Gasbottle. Ich habe dadurch den Vorteil, dass wenn die Buddel nachts um 3 leer geht und die Heizung läuft, ich nachts um 3 nicht aufstehen muss, um die Buddel zu tauschen, um den Schlauch abzuschrauben und beim nächsten Gerät anzuschrauben. Dafür ist eigentlich die Duo Control im Grunde da. CS steht für Crash Sensor. Das heißt, man darf offiziell die Gasbuddeln nicht offen haben während der Fahrt. Bei diesem CS darf man es aber schon. Das heißt, wenn man einen Unfall hat, dann setzt dieses Crash-Teil ein und schließt die Gasbuddeln und man ist sicher. Das ist bei anderen Systemen oder wenn man vielleicht sogar gar kein System hat, ist es nicht der Fall. Dann müsst ihr auf jeden Fall die Gasbuddel abdrehen beim Fahren. Ja, wie kann man eigentlich sehen, ob eine Buddel leer ist oder nicht leer ist? Dafür habe ich diese Level Control mir gekauft. Die Level Control sind zwei Paneele von Truma, die man unter die Gasbuddel hängt, um ja, per Ultraschall zu messen, wie viel Gas noch drin ist, und über die App kann man dann sehen, wie viel Gas noch in der Flasche ist oder in den Flaschen ist, und da sieht man noch einige andere Dinge, das zeige ich euch aber nochmal in einem Video. Ja, was habe ich noch an dem Pepper angebaut? Ja, meinen Fahrradträger. Ohne Fahrradträger ist blöd, also ihr braucht auf jeden Fall irgendwie einen Fahrradträger. Ich habe lange habe ich die Fahrräder hinten in die Garage reingestellt, habe mir dadurch natürlich ja, so ein bisschen die Wände kaputt gemacht, die Fahrräder kaputt gemacht. Das ist ein bisschen dämlich, also ganz schön dämlich. Von daher kauft euch einen Fahrradträger. Ja, ich habe dazu auf jeden Fall schon ein Video gemacht, blende ich hier ein, zum Fahrradträger. Das ist eine geile Sache. Ja, ach, den Sog habe ich noch eingebaut. Ja, das ist ein kleiner Lüfter, der an der Toilettenkassette verbaut wird, dass wenn man die Toilettenkassette aufmacht, dass dann dieser Lüfter angeht und der zieht halt die Luft aus der Kassette raus und gibt sie nach außen ab. Das heißt, das stinkt da nicht so in der Höhle. Ja, nun bin ich auch schon am Ende. Ach Quatsch, gar nicht wahr, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe ja noch die Garage. Gut, in der Garage habe ich nichts großartig verändert. Ja, ich habe ein paar Airline-Schienen da eingeklebt, um Dinge festzuzurren, um sie festzumachen. Das war ganz sinnvoll. Ja, aber im Großen und Ganzen war es das. Ja, jetzt habe ich euch meinen Pepper gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist,
gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Video nicht gut finden solltet, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr nicht gut findet, damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr das natürlich auch in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dürft ihr jetzt gerne genau hier das Profilbild von WOMOBuddy einmal anklicken und den Kanal abonnieren. Ansonsten ist hier natürlich noch ein Video und hier taucht jetzt auf jeden Fall auch noch eine Playlist auf. Und ich hoffe, ihr seid damit versorgt. Und ich bedanke mich erstmal bei euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.